Samir, bitte komm kurz zu mir. Ja, Frau Keller? Heute arbeitest du bis 12 Uhr an der Rezeption und danach gehst du in die Küche. Am Nachmittag hilfst du dann noch beim Housekeeping. Alles klar. Und bitte, konzentrier dich heute besonders. Gestern gab es wieder 2 kleine Probleme mit den Reservierungen. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Ich weiß, dass du noch lernst, aber an der Rezeption müssen die Informationen stimmen. Die Gäste verlassen sich darauf. Ja, natürlich, ich gebe mir Mühe. Gut, Herr Baumann ist heute auch da. Wenn du etwas nicht verstehst, frag bitte sofort nach. Ja. Guten Morgen, Samir. Guten Morgen. Hast du schon das System geöffnet? Ja, aber ich finde die Liste mit den heutigen Anreisen nicht. Oben links? Da musst du auf Check-in heute klicken, nicht auf Reservierungen allgemein. Ah, stimmt. Danke. Kein Problem, aber mach bitte langsam. Wenn du nervös bist, klickst du oft zu schnell. Ja, das stimmt leider. Guten Morgen, ich habe eine Reservierung auf den Namen Berger. Guten Morgen. Einen Moment bitte. Berger. Ja, ich sehe die Reservierung. 2 Nächte, richtig? Nein, 3 Nächte. 3? Einen Moment. Ich habe ganz sicher 3 Nächte gebucht. Hier steht 2 Nächte. Das kann nicht sein. Ich habe die Bestätigung auf meinem Handy. Samir, zeig mal kurz. Ja, Ah, hier ist der Fehler. Du bist in der alten Buchung. Herr Berger hat später noch verlängert. oh. Entschuldigung. Also doch 3 Nächte? Ja, natürlich. Es tut uns leid, Ihre Reservierung ist korrekt. Gut. Ich hatte mich schon gewundert. Entschuldigung. Hier ist Ihre Zimmerkarte. Frühstück ist von 7 bis 10 Uhr. Danke. Siehst du? Genau das meine ich. Erst schauen, dann sprechen. Ja. Es tut mir leid. Du musst dich nicht 10-mal entschuldigen. Du musst genauer arbeiten. Ja, Entschuldigung, ich brauche noch ein Taxi zum Bahnhof. Können Sie mir helfen? ja, natürlich. Für wann? Für 11:15 Uhr. Einen Moment bitte. Samir, vorher musst du fragen, zu welchem Bahnhof sie fahren möchte. Ach so. Entschuldigung. Zu welchem Bahnhof möchten Sie fahren? Zum Hauptbahnhof. Danke. Und vielleicht auch bitte ein größeres Taxi. Ich habe 2 Koffer. Ja, natürlich. Ruf am besten bei Taxi Adler an. Die kommen meistens schnell. Ja. Hallo, hier ist das Hotel am Park. Wir brauchen bitte ein Taxi zum Hauptbahnhof um 11:15 Uhr. Ja, für eine Person, aber mit 2 Koffern. Danke, Perfekt. Dankeschön. gern. Das war okay. Wenigstens etwas. Samir, hör zu. Du bist nicht dumm, aber du bist oft zu hektisch. Ich weiß, ich habe immer Angst, etwas falsch zu machen. Und genau deshalb machst du dann Fehler. Ja, Samir, können Sie bitte kurz kommen? ja, Ein Gast hat gerade gesagt, dass sein Weckruf heute Morgen nicht gekommen ist. Hast du den gestern Abend eingetragen? ich glaube ja. Glaubst du oder weißt du? Ich dachte, ich hätte es gemacht. Samir, denken reicht in so einem Fall leider nicht. Es tut mir leid. Heute ist das schon der 3. kleine Fehler. Noch nichts Schlimmes, aber du musst aufmerksamer sein. Ich sehe, dass du lernen willst, aber du musst strukturierter arbeiten. Schreib dir Dinge auf, wiederhole Informationen und frag nach, wenn du unsicher bist. Ja, mache ich. Gut, nach der Rezeption gehst du bitte in die Küche. Dort hilfst du bei den Vorbereitungen fürs Mittagsbuffet. Und danach meldest du dich bei Meral im 3. Stock. Bei Meral? Ja, sie zeigt dir heute ein paar Abläufe im Housekeeping. Alles klar. Nicht hängen lassen, okay? Was ist? Ehrlich gesagt fühle ich mich heute schon wieder wie am ersten Tag. Das ist normal in der Ausbildung, vor allem am Anfang. Aber die anderen lernen schneller. Das denkst du vielleicht. Du siehst nur deine eigenen Fehler besonders stark. Vielleicht. Mach jetzt erst einmal weiter, ein Schritt nach dem anderen. Ja. Und Samir, Ja? wenn du einen Fehler machst, ist das nicht das Ende. Aber wenn du aus Angst gar nicht mehr klar denkst, dann wird es schwer. Ich weiß. Dann atme jetzt einmal tief durch. Der Tag ist noch nicht vorbei.
Genau das macht mir gerade Sorgen. Samir, kannst du bitte noch den Wagen hierher schieben? Wir machen zuerst Zimmer 312 und dann 314. Ja, natürlich. Danke. Und bitte vergiss heute die Handtücher nicht. Ja, ich weiß. Frau Keller hat es mir schon gesagt. Ich wollte dich nicht ärgern. Ich wollte dich nur erinnern. Nein, ist schon okay. Du bist heute wieder sehr still. Bin ich eigentlich immer. Nein, still ja, aber heute bist du auch traurig. So sieht man das. Ja, sehr deutlich sogar. Hm, War es wieder schwer an der Rezeption? ja. Und eigentlich überall. Am Anfang ist dieses Hotel für fast alle anstrengend. Wirklich? Natürlich. Die Gäste sind ungeduldig, die Kollegen gestresst und jeder erwartet, dass alles sofort funktioniert. Das beruhigt mich ein bisschen. Gut, dann hat mein Satz heute schon einen Sinn. Meral, darf ich dich etwas fragen? Klar, Wie lange arbeitest du schon hier? seit fast 4 Jahren. 4 Jahre? Ja, erst als Aushilfe, später fest. Und gefällt es dir? Manchmal. Nur manchmal? Es ist Arbeit, nicht mehr und nicht weniger. Manche Tage sind okay, manche sind schlimm. Aber ich kenne inzwischen alles und das macht vieles leichter. Ja, ich kenne noch fast nichts. Das wird besser. Hoffentlich. Was hast du eigentlich in deinem Land gemacht? Warum fragst du? Weil du nicht wirkst wie jemand, der eigentlich im Hotel arbeiten wollte. So offensichtlich? Ein bisschen. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und später als Buchhalter gearbeitet. Wirklich? Ja, fast 6 Jahre. Und jetzt Hotel? Ja, Das ist ein großer Unterschied. sehr groß. Warum arbeitest du dann nicht wieder in dem Bereich? Weil mein Abschluss hier nicht einfach so anerkannt wurde. Und für bessere Stellen brauche ich mehr Deutsch, vielleicht auch noch einen Kurs oder eine Prüfung. Ah, Also hieß es erst einmal, etwas Praktisches machen, Geld verdienen, Deutsch im Alltag lernen, nicht nur im Kurs. verstehe. Eigentlich ist die Ausbildung im Hotel nur ein Zwischenschritt. Aber manchmal habe ich Angst, dass aus einem Zwischenschritt ein ganz neues Leben wird, das ich nie wollte. Das ist ein harter Satz. Ja, aber ehrlich, Warum hast du niemandem davon erzählt? wem denn? Zum Beispiel mir. Wir kennen uns doch kaum. Stimmt. Aber manchmal redet man mit fremden Leuten leichter als mit nahen Menschen. Vielleicht? Ich bin übrigens auch nicht dort, wo ich früher dachte. Wie meinst du das? Ich wollte eigentlich einmal Erzieherin werden. Ich habe in der Türkei schon angefangen, in dem Bereich zu arbeiten. Aber dann ist vieles anders gekommen. Familie, Umzug, Geld, Sprache, Kinder. Und irgendwann war ich hier im Hotel. Hm, Am Anfang dachte ich, nur ein paar Monate. und jetzt sind es 4 Jahre. Genau. Macht dir das Angst? Früher ja, heute weniger. Warum? Weil ich verstanden habe, dass nicht jeder Umweg eine Niederlage ist. Manchmal ist es einfach ein Umweg, nicht das Ende. Du klingst sehr ruhig, wenn du so etwas sagst. Ich habe lange gebraucht, um so ruhig zu werden. Heute Morgen dachte ich kurz, ich kündige einfach. Wirklich? Ja, Und was machst du dann? keine Ahnung. Genau das ist das Problem. Dann kündige nicht im Kopf, bevor du im echten Leben einen Plan hast. Das klingt vernünftig. Ich bin oft vernünftig. Leider. Meral, Ja? danke, dass du normal mit mir redest. Wie sollte ich denn sonst mit dir reden? Viele reden mit mir so, als müsste ich jede Minute beweisen, dass ich überhaupt hier sein darf. Das ist nicht fair. Nein, Aber du bist hier. Und du lernst. Und du gibst dir Mühe. Das sehe ich. nicht alle sehen das. Vielleicht, aber manche schon. Hm, So, jetzt bitte die frischen Bettbezüge. ja, Chef. Sehr lustig. Ich versuche nur, heute nicht komplett traurig auszusehen. Dann lächel wenigstens ein bisschen. Schwer. Aber nicht unmöglich. Weißt du, was komisch ist? Was denn? Heute Morgen dachte ich noch, dieser Tag wird komplett schrecklich. Und jetzt? Jetzt ist er immer noch schwer, aber nicht mehr ganz so leer. Das ist schon ein Anfang. Vielleicht. Vielleicht trinken wir in der Pause einen Kaffee. Dann erzählst du mir mehr über dein Studium. Wirklich? Ja,
Ich finde es interessant. Gut, Aber erst Zimmer 314. natürlich. Und diesmal wirklich mit Handtüchern. Ja, versprochen. Gut, dann ist heute vielleicht doch noch nicht alles verloren. Hallo Samir, endlich gehst du ran. Ich habe dich vor einer Stunde schon angerufen. Tut mir leid, ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Du klingst schlecht. Was ist los? Ich bin einfach müde. Sehr müde. Nur müde? Nein. Ehrlich gesagt bin ich auch fertig mit den Nerven. Wieder Probleme im Hotel? Ja. Heute an der Rezeption schon direkt am Morgen. Dann in der Küche und später noch beim Putzen. Was ist passiert? An der Rezeption habe ich wieder die falsche Buchung geöffnet. Dann habe ich einen Weckruf wohl nicht richtig eingetragen. In der Küche habe ich fast ein Tablett fallen lassen. Und beim Housekeeping habe ich vergessen, in einem Zimmer neue Handtücher hinzulegen. Das klingt nach einem anstrengenden Tag. Ja, Frau Keller war nicht unfreundlich, aber deutlich. Herr Baumann auch. Alle sagen immer, frag nach, arbeite ruhiger, sei strukturierter. das klingt doch eigentlich vernünftig. Ja, ist es auch. Aber wenn man das jeden Tag hört, fühlt man sich irgendwann wie ein Kind. Du bist in der Ausbildung. Natürlich machst du Fehler. Ich weiß. Aber manchmal denke ich, was mache ich hier eigentlich? Was meinst du? In unserem Land habe ich etwas ganz anderes gemacht. Ich hatte ein Studium, ich hatte einen Beruf, ich wusste, was ich tue, und hier kann ich manchmal nicht einmal einen einfachen Anruf oder einen Check-in ohne Stress machen. Samir, Nein, wirklich, es macht mich kaputt. hör zu. Du warst nicht irgendwer. Du hast Wirtschaft studiert. Du hast als Buchhalter gearbeitet. Du warst gut in deinem Beruf. Das ist nicht einfach verschwunden. Aber es hilft mir hier im Moment nicht. Im Moment vielleicht nicht direkt, aber es ist trotzdem ein Teil von dir. Mein Abschluss ist hier nicht anerkannt. Für den Beruf brauche ich bessere Sprachkenntnisse und wahrscheinlich noch einen Kurs, vielleicht sogar Prüfungen. Ja, das stimmt. Aber das heißt nicht, dass du es nie schaffst. Im Moment fühlt es sich sehr weit weg an. Und deshalb machst du jetzt diese Ausbildung, damit du erst einmal Arbeitssprache und Erfahrung bekommst. Ja, theoretisch weiß ich das. Und praktisch. Praktisch stehe ich im Hotel, putze Spiegel, trage Teller, lerne Betten machen und werde an der Rezeption nervös, wenn ein Gast zu schnell spricht. Du klingst bitter. Vielleicht bin ich das auch. Bist du auch traurig? Ja. Und allein. Das glaube ich dir. Manchmal komme ich nach Hause und merke erst dann, dass ich den ganzen Tag mit Menschen gesprochen habe, aber mich trotzdem total einsam fühle. Hast du dort niemanden, mit dem du normal reden kannst? Nicht wirklich. Die meisten Kollegen sind freundlich, aber beschäftigt. Jeder hat seine Arbeit. Und privat? Ich kenne kaum jemanden. Nur ein paar Leute aus dem Sprachkurs von früher, aber wir sehen uns selten. Das ist schwer. Ja. Weißt du, was das Schlimmste ist? Was denn? Dass ich das Gefühl habe, ständig zu funktionieren, obwohl ich innerlich oft kurz davor bin, einfach alles hinzuschmeißen. Aber du wirst es nicht hinschmeißen? Woher weißt du das? Weil ich dich kenne. Du Du warst schon immer so. Wenn es schwierig wird, denkst du zuerst, dass du es nicht schaffst. Und dann machst du es am Ende trotzdem. das klingt schön, aber im Moment glaube ich nicht daran. Dann glaube ich eben für dich mit. Danke. Hör zu. Wie war's denn heute beim Housekeeping? Komisch, anstrengend, aber irgendwie ruhiger als die Rezeption, Wieso? weil dort eine Kollegin war, sie hat mir vieles gezeigt. Nicht ungeduldig, nicht genervt, einfach normal. Das ist doch gut. Ja. Und das hat mir ehrlich gesagt geholfen. Siehst du? Dann war nicht alles schlecht heute. Nein, nicht alles. Vielleicht hast du wenigstens eine Person gefunden, die dich versteht. Vielleicht. Samir, du musst nicht alles sofort können. Ich weiß, Und du musst auch nicht dein ganzes Leben mit dem Hotel verbringen. Das ist jetzt ein Schritt, nicht das Ende deiner Geschichte. ja, Aber solange du dort bist, solltest du versuchen, jeden Tag etwas zu lernen. Nicht perfekt sein, nur besser als gestern. das sagt Frau Keller auch. Dann hat sie vielleicht recht.
Leider ja. Hast du morgen wieder Frühschicht? Ja. Erst Frühstücksraum, dann Zimmerkontrolle, dann vielleicht wieder Rezeption. Dann iss jetzt etwas, dusch warm und geh früh schlafen. Ja, Mama. Sehr lustig. Danke, dass du zugehört hast. Immer. Und Samir? Ja, Vergiss nie, wer du bist, nur weil du gerade eine schwere Phase hast. das versuche ich. Nicht nur versuchen, erinnern. Jeden Tag. Okay. Und morgen, Morgen geh ich wieder hin. genau. Aber ehrlich gesagt hoffe ich, dass morgen wenigstens ein bisschen leichter wird. Die Teller bitte schneller rausbringen. Tisch 7 wartet schon. Ja, sofort. Und pass auf, dass du das vegetarische Gericht nicht mit dem anderen verwechselst. Gestern war das schon knapp. Ja, ich schau genau hin. Gut, und bitte hör richtig zu, wenn ich dir etwas sage. Ja, Tisch 3, zweimal Suppe, einmal Salat ohne Zwiebeln. Tisch 7, einmal Pasta vegetarisch, einmal mit Hähnchen. ja. Tisch 3, zweimal Suppe, einmal Salat ohne Zwiebeln. Tisch 7, Pasta vegetarisch und Pasta mit Hähnchen. Genau, Entschuldigung, welche Pasta war für Tisch 7 ohne Fleisch? die linke. Samir, konzentrier dich bitte. Ja, Entschuldigung, ich glaube, das ist nicht mein Essen. Ich hatte ohne Fleisch bestellt. oh, einen Moment bitte. Es tut mir leid. Samir, Entschuldigung, ich bringe sofort das richtige Gericht auf. was war denn da jetzt schon wieder los? Ich habe die Teller verwechselt. Ja, das sehe ich. Es tut mir leid. Immer nur Entschuldigung hilft auch nicht. Du musst ruhiger werden und besser schauen. Ja, Geh jetzt kurz raus und atme durch. 2 Minuten. Dann komm zurück. okay, Samir, alles okay? nicht wirklich. Ich habe gerade gesehen, wie du mit dem falschen Teller rausgegangen bist. Ja, leider. Komm, setz dich kurz. Ich sollte nicht sitzen. Ich sollte besser arbeiten. 2 Minuten werden das Hotel nicht zerstören. Setz dich. Du zitterst ja fast. Ich bin einfach müde. Und jedes Mal, wenn jemand meinen Namen in diesem Ton sagt, denke ich schon, dass der nächste Fehler kommt. Das ist kein guter Zustand. Ich weiß. Hast du heute schon etwas gegessen? Nur schnell ein Brot heute Morgen. Das merkt man. Hier, nimm wenigstens Wasser. Danke. Was ist heute sonst noch passiert? Erst Frühstücksraum, dann Zimmerkontrolle, dann Küche. Ich komme dauernd von einem Bereich in den anderen und habe das Gefühl, dass mein Kopf nicht hinterherkommt. Das ist am Anfang wirklich hart. Aber irgendwann sagen sie vielleicht, er schafft es einfach nicht. Wer sagt das? Niemand direkt. Aber manchmal habe ich Angst davor. Ich glaube nicht, dass Frau Keller so denkt. Wirklich? Nein, sie ist streng, aber nicht ungerecht. Wenn sie wirklich denken würde, dass du keine Chance hast, wäre sie kälter. Sie erwartet viel. Ja, aber sie beobachtet auch, wer sich bemüht. Ich hoffe, du hast recht. Was hast du gestern Abend gemacht? Mit meiner Schwester telefoniert. Danach wollte ich lernen. Aber ich bin einfach eingeschlafen. Und heute Morgen wieder früh raus. Ja, Samir, vielleicht musst du aufhören, jeden Fehler wie einen Beweis dafür zu sehen, dass du gescheitert bist. und wie soll ich sie sonst sehen? Als Teil vom Lernen. Das klingt einfach. Ist es nicht, aber es ist trotzdem wahr. In meinem alten Beruf war ich sicher. Ich wusste, was ich tue. Jetzt fühle ich mich ständig klein. Weil du wieder am Anfang bist. Ja, und ich hasse dieses Gefühl. Natürlich, aber du bist nicht klein, nur weil du neu bist. Weißt du, was ich an dir mag? Was? Dass du trotz allem nicht arrogant bist. Manche Leute mit Studium oder guter Vergangenheit würden hier so tun, als wäre alles unter ihrer Würde. Und ich? Du bist traurig, manchmal frustriert, aber du bist respektvoll. Das ist nicht wenig. Danke. Das hat schon lange niemand mehr zu mir gesagt. Dann wurde es Zeit. Samir, Ja, ich komm. Warte noch. Was? Heute Abend hast du Feierabend um 7, oder? Ja, glaube ich. Wenn du willst, können wir nach der Arbeit einen Tee trinken. Nur kurz. Ohne Hotel. Ohne Fehler. Ohne Küche. Wirklich. Ja, aber nur wenn du nicht wieder sagst, ich bin zu müde. Ich bin wirklich müde.
Das sehe ich. Aber vielleicht komme ich trotzdem. Gut. Warum machst du das eigentlich? Was? So normal mit mir reden, mich fragen, wie es mir geht. Vielleicht, weil ich weiß, wie es ist, wenn man arbeitet, funktioniert und trotzdem innerlich niemanden hat. Hm. Und vielleicht auch, weil ich dich mag? Oh, Jetzt schau nicht so. Ich habe nur gesagt, dass ich dich mag. Nicht, dass wir morgen heiraten. sehr lustig. Endlich. Jetzt lächelst du wieder ein bisschen. Nur ein bisschen. Reicht für heute. Samir, jetzt bitte! Ja, ich muss wirklich zurück. Geh. Und heute Abend? Heute Abend komme ich. Gut. Dann bin ich gespannt, wie du ohne Uniform und ohne Stress aussiehst. Ehrlich gesagt weiß ich das selbst gerade nicht mehr. Hier, dein Tee. Ohne Zucker, oder? Ja, genau. Danke. Du siehst schon etwas besser aus als heute Nachmittag. Vielleicht, weil heute endlich niemand meinen Namen ruft. Das ist ein Anfang. Ja, Es ist schön hier, oder? ja. Ruhig. Keine Gäste, keine Teller, keine Zimmerkarten. Nur wir zwei und Tee. Klingt fast luxuriös. In unserem Alltag vielleicht schon. Wahrscheinlich. Samir, darf ich dich etwas fragen? Ja, Wenn dein Deutsch plötzlich perfekt wäre und dein Abschluss sofort anerkannt würde, was würdest du machen? sofort zurück in die Buchhaltung gehen. Ohne zu überlegen? Ja, So sehr fehlt dir das? nicht nur der Beruf, auch das Gefühl, in etwas sicher zu sein. Verstehe. Ich vermisse Zahlen, Tabellen, Struktur. Im Hotel ist alles sofort, laut und chaotisch. Gäste wollen etwas, Kollegen rufen, Telefone klingeln, überall Bewegung. Und in deinem alten Beruf war es anders? Viel ruhiger. Klar, auch mit Stress, aber ein anderer Stress. Mehr denken, weniger rennen. Weißt du, was mir am meisten wehtut? Was denn? Dass ich manchmal das Gefühl habe, mein altes Leben erzählen zu müssen, damit ich selbst nicht vergesse, dass es einmal existiert hat. Das ist traurig. Ja, Aber es ist noch da. Vielleicht gerade nicht im Alltag, aber in dir schon. manchmal glaube ich das, manchmal nicht. Hast du schon konkret nachgeschaut, was du für die Anerkennung brauchst? Ja, ein bisschen. Mehr Deutsch. Wahrscheinlich B2. Dann ein Kurs oder eine Prüfung, Unterlagen übersetzen lassen, Gebühren bezahlen. Alles dauert. Also ist der Weg da. Nur lang, Ja, sehr lang. aber nicht unmöglich. Nein, nicht unmöglich, nur manchmal zu groß für einen schlechten Tag. Heute war so ein schlechter Tag? Ja, Und jetzt? jetzt ist es kein guter Tag. Aber auch nicht mehr so schlimm. Dann hat der Tee schon geholfen. Und das Gespräch auch. Gut. Meral, darf ich ehrlich sein? Ja. Ich hatte in den letzten Monaten oft das Gefühl, dass ich nur noch funktioniere. Arbeiten, lernen, schlafen, wieder arbeiten. Und heute habe ich zum ersten Mal seit langer Zeit das Gefühl, dass mich jemand wirklich sieht. Das freut mich. Du bist sehr ruhig. Ich denke nach. Über was? Darüber, dass du immer nur sagst, was schwer ist. Aber nie, was du trotzdem schon geschafft hast. Zum Beispiel, Du bist allein in ein neues Land gekommen. Du arbeitest in einer fremden Sprache. Du gibst nicht auf, obwohl fast jeder Tag schwer ist. Das ist nicht wenig. so habe ich es noch nie gesehen. Dann wird es Zeit. Und du? Was ist mit mir? Wer sagt dir solche Dinge? Niemand. Das ist nicht gut. Ich weiß. Dann sage ich es jetzt. Du bist stärker, als du denkst. Hm. Was? Es ist nur komisch, wenn jemand etwas Gutes sagt und man nicht weiß, wie man reagieren soll. Das kenne ich. Siehst du, dann haben wir schon wieder etwas gemeinsam. Offenbar. Hast du Angst vor der Zukunft? Ja, Vor was genau? dass ich in 5 Jahren immer noch da bin, wo ich heute bin. Im Hotel? Ja. Nicht, weil das Hotel schlecht ist, aber weil es nicht mein Ziel war. Verstehe. Und du? Hast du Angst vor etwas? Ja, Vor was? dass man sich an ein Leben gewöhnt, das eigentlich nur eine Zwischenstation sein sollte. Das ist genau meine Angst. Ich weiß, deshalb verstehe ich dich vielleicht besser, als du denkst. Hm, Aber ich glaube auch etwas anderes. was denn? Dass nicht jeder Umweg uns von unserem Ziel wegführt. Manchmal führt er uns nur langsam dorthin.
Du sagst solche Sätze so ruhig, als wären sie ganz einfach. Einfach sind sie nicht, aber vielleicht wahr. Vielleicht. Samir, Ja? versprich mir etwas, Was denn? dass du nicht an einem einzigen schlechten Tag entscheidest, wer du bist. Versprich es. Okay, ich verspreche es. Gut, Und du mir auch etwas? kommt darauf an. Dass wir wieder Tee trinken, wenn ich den nächsten schrecklichen Tag habe. Das ist keine schwere Bitte. Also ja? Ja, Gut. aber nur, wenn du dann nicht wieder so schaust, als wäre dein ganzes Leben vorbei. Ich versuche es. Nicht versuchen, besser machen. Das sagen heute alle zu mir? Dann haben heute vielleicht alle recht. Vielleicht. Und morgen. Morgen gehe ich wieder ins Hotel. Und? Und ich mache weiter. Langsam. Fehler für Fehler. Schritt für Schritt. Genau. Und irgendwann vielleicht B2. Dann Anerkennung. Dann vielleicht wieder Buchhaltung. Siehst du? Jetzt klingt deine Zukunft schon nicht mehr ganz so dunkel. Nein, nicht ganz. Gut. Meral? Ja? Danke. Nicht nur für heute. Gern. Ich glaube, ohne dieses Gespräch wäre ich heute nach Hause gegangen und hätte nur an alles gedacht, was ich nicht kann. Und jetzt? Jetzt denke ich zum ersten Mal seit langem auch an das, was vielleicht noch möglich ist. Das gefällt mir besser. Mir auch. Dann war der Tag am Ende vielleicht doch nicht verloren. Nein. Vielleicht war er sogar wichtiger, als ich heute Morgen dachte, Warum? weil ich heute nicht nur Fehler gemacht habe, Sondern? vielleicht habe ich heute auch angefangen, wieder ein bisschen an mich zu glauben.